Also doch lieber die lesbische Ü30-Party, ja? Deine Schwester, die hat klasse Stil. Und du kommst in 100 Jahren nicht an sie ran. Sie ist mit deiner Mutter zusammen. Noch. Orient Express, das ist toll. Ja, und hier steht der Mann, der dir auch in Zukunft alle deine Wünsche erfüllen wird. Dann sage ich mal, vielen Dank für die Tickets. Das ist wirklich ein tolles Geschenk für mich. Und meine Tante. Moment mal, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Das zweite Ticket ist selbstverständlich für mich. Ich soll ausgerechnet mit dir in den Urlaub fahren? Nathalie, diese Fahrt mit dem Orient Express, ja? Die dauert 6 Tage. Und da haben wir ganz viel Zeit für uns. Okay. Von mir aus auch zum Reden, ja? Sag mal, woher weißt du denn eigentlich, dass ich schon immer mal mit dem Orient Express fahren wollte? Oh, weißt du, ich glaube, ich blick bis auf den Grund deiner Seele. Hoffentlich nicht. Außerdem habe ich gut zugehört, als Carla mir einen kleinen Tipp gegeben hat. Ich habe nichts Passendes zum Anziehen. Umso besser. Du glaubst doch nicht etwa im Ernst, dass ich dich auch nur einen Moment aus unserem privaten Abteil lasse, hm? Kannst du nicht einfach hässlich, dumm und widerlich sein? Ja, Paul, du bist meine Rettung. Exponentialfunktion. Ich bin da völlig überfordert. was man als Taxifahrerin heutzutage nicht alles wissen muss. Das ist Lisas Stoff. Ich wollte später mit ihr lernen. Aber hast keinen blassen Schimmer. Naja, zum Glück haben wir ein Mathe-Genie im Haus. Arno, bitte tu Lisa das nicht an. Ich habe da eher an dich gedacht. Hier, guck mal, das versteht doch kein Mensch. Wieso? Das ist doch total simpel. Der Logarithmus von 27 zur Basis 3, das entspricht der Gleichung 3 hoch x gleich 27. Jetzt musst du hier nur noch den Wert für x berechnen. Ja, und dann hast du das Ergebnis. Kapiert? Nein. Aber wenn du das Lisa genauso erklärst, dann... Du, ich hab Training und das lasse ich bestimmt nicht wegen meiner Schwester sausen. Training? In gemischten Teams? Nein, zum Glück nicht. Ich dachte, es wäre schön, wenn du mal wieder ein nettes Mädchen... Susanne, reicht dir nicht ein Problemkind? Oder soll ich jetzt auch noch sitzen bleiben, nur weil ich mit meiner Freundin abhänge? Natürlich nicht. Na also, ich konzentriere mich lieber auf die Schule. Ja, und auf andere wichtige Dinge. Lieber Andi, bitte sei nicht sauer, aber ich möchte dich vor meiner Abreise lieber nicht noch einmal sehen. Du kannst nicht einfach so abhauen, Nick. Hey, Andi. Hi. Alles klar bei dir? Bestens. Das ist nur ein altes Postmontagesyndrom. Ich werde da immer so ein bisschen sentimental. Das ist aber bald wieder vorbei. Es ist eigentlich Gregors. Entschuldigung. Sag jetzt nichts. Gregor, du spendierst deinem alten Freund Ansgar doch sicherlich diese Süßspeise, hm? Weißt du, zu unserer Versöhnung. Oh, fein. Gratuliere.
Ja, und im Kühlschrank, da ist noch eine Flasche Shampoos, die könnt ihr euch auch noch reinpfeifen. Oh, danke. So, komm. Wir gehen mal ein bisschen hier rüber. Weißt du, ich würde auch ganz gerne mal dieses Geisha-Outfit wieder loswerden. Aber Gregor ist doch direkt nebenan. Ja, und er macht sicherlich gleich ganz laut Musik an, damit er von uns gar nichts hört. Nathalie, seit wann hast du Hemmungen vor Gregor? Hab ich gar nicht. Ah, na, dann ist ja gut. Gut, dann komme ich um 2 zur Pflegedienstleitung, Gebäude C, und frage nach ihm. Ja, vielen Dank. Bis morgen. Hast du nicht erstmal genug von Krankenhäusern? Ich glaube, das könnte wirklich was für mich sein. Krankenschwester. Ich mache erstmal ein Praktikum und dann vielleicht eine Ausbildung. Würde irgendwie zu dir passen. Möchtest du auch noch Kaffee? Ja, von Andi werden wir wohl kaum gestört. Sag mal, hast du ihn rausgeschmissen oder ist er freiwillig gegangen? Weder noch. Ja, aber du hast auch keinen Bock, dass er hier wieder einzieht. Mir ist das egal. Diese ständigen Streitereien wegen Kleinigkeiten. Ich sehe manche Dinge mittlerweile anders. Leonard zum Beispiel, der hat wirklich Probleme. Er hat Cecile verloren und ist plötzlich ganz alleine. Dagegen ist mein Zoff mit Andi doch lächerlich. Stimmt schon, aber trotzdem. Außerdem geht's Andi schon schlecht genug. Und was ist mit mir? Ist ja auch egal. Felix, unser Mann auf den Bahamas. Ausgeruht, entspannt und locker. Oh. Und froh, wieder hier zu sein. Und, alles fit in der WG? Gute Frage. Okay. Das klingt ja nicht sehr vielversprechend. Unsere Reise wird bestimmt total romantisch. Vor allen Dingen, wenn wir als Ehepaar Lahnstein einchecken. Meinst du nicht, das geht ein bisschen zu schnell? Entschuldige mal, mir kann es gar nicht schnell genug gehen. Von mir aus können wir uns auch gleich noch beim Juwelier ein paar Ringe anschauen. Da. Die Firma. Ansgar von Lahnstein? Graf Lahnstein, Brandner hier. Ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, das Fernsehteam ist soeben eingetroffen. Fernsehteam, das habe ich natürlich ganz vergessen. Ja, ich komme sofort. Musst du noch Überstunden machen? Ach, tut mir leid. Da ist noch so ein Team von Business TV, die wollen unbedingt ein Interview mit mir machen. Aber das geht ganz schnell. Ich bin gleich wieder da, okay? Naja, Überraschung bin ich ja bei dir mittlerweile gewohnt. Ganz genau. Und deshalb solltest du doch auf keinen Fall das Interview gleich verpassen, okay? Wenn er nicht so verdammt süß wäre. So, jetzt müssen wir den Schnittpunkt auf der Y-Achse suchen. Wieso? Weil es hier so steht. Frauen und Logik. Sollen wir nicht Konstantin anrufen? Der kann uns doch bestimmt weiterhelfen. Lisa, nein. Konstantin ist vorläufig gestrichen. Und zwar so lange, bis du wenigstens eine 3 in Mathe nach Hause bringst. Ja, klasse. Bei dieser Nachhilfe kann ich das doch gleich vergessen. Machst du bitte mal auf, das müsste Carla sein. Ja, was ist denn? Nichts. Und du machst diese Aufgabe am besten noch mal ganz von vorne. Hallo, ist deine Mutter auch da? Hallo. Wir müssen ganz schnell los. Die Vernissage fängt bestimmt pünktlich an. Ich glaube, ich kann nicht mitkommen. Warum nicht? Ich muss noch mit Lisa lernen. Dann sehen wir uns heute ja gar nicht mehr. Du fährst später noch eine Schicht, ne? Leider. Ich könnte doch noch einen Versuch starten. Mit Lisa lernen, meine ich. Ja, und dein Training? Ich dachte, es sei wichtig. Ach, egal. Was tut man nicht alles für die Liebe? Dankeschön. Schnell. Ja, mach. Paul? Du hast was gut bei mir. Hallo. Andi, setz dich doch. Der Herr Fröhlich hat mich vorhin angerufen. Der Bauleiter. Ja, er hat dich sehr gelobt. Er würde dich jederzeit wieder mit auf Montage nehmen, für den Fall, dass du eine erneute Auszeit brauchst von Düsseldorf. Danke, aber ich
glaube, ich will erst mal hier bleiben. Können Sie denn noch jemanden gebrauchen? Komm morgen auf die Baustelle. Gut, dann bestelle ich mir mal was zu trinken. Ach, Andi, du wohnst wieder in der WG, nicht wahr? Hältst du das für eine so gute Idee? Warum nicht? Coco fällt es sehr schwer, dir ständig zu begegnen. Sie wissen von unserem One-Night? Ja, sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet, weil sie nicht wusste, ob sie es Robin beichten soll. Wir haben des Öfteren miteinander geredet, nachdem er Schluss gemacht hat. Zu einem Seitensprung gehören immer zwei. Ich weiß, Andi, soll auch kein Vorwurf sein. Herr Brandner, ich habe gerade selbst eine Trennung hinter mir. Wissen Sie, Nico hat sich noch nicht mal von mir verabschiedet. Trotzdem. Denk einfach mal drüber nach, ja? Ich würde zuerst das Ergebnis von B in die zweite Funktion einsetzen und dann... Ja, aber dafür musst du die andere Gleichung erst nach B auflösen. Ja, aber das habe ich doch eben vorgeschlagen. Dann meintest du, dass... Ah, das war in einer anderen Aufgabe. Du blickst ja überhaupt nichts, ne? Wie wär's denn mal, wenn du im Unterricht einfach aufpasst? Statt ständig SMS an Konstantin zu schreiben. Wie wär's denn mal, wenn du dir endlich mal eine Freundin zulegen würdest? Dann würdest du kapieren, dass es auch Schöneres gibt als Mathe. Weißt du was? Es ist mir doch völlig egal, was aus deiner doofen Arbeit wird. Es hat dich niemand gezwungen, dich bei Carla einzuschleimen. Was tut man nicht alles für die Liebe? Genau das ist der Punkt. Ich habe überhaupt gar keine Zeit, mir eine Freundin zuzulegen, weil ich ständig dafür sorgen muss, dass meine Mädels hier glücklich sind. Carla und Susanne, Konstantin und du. Ja, aber Konstantin und ich dürfen uns erst wiedersehen, wenn ich nicht mehr in Mathe abluse. Aber dass man das beides irgendwie verbinden könnte, darauf bist du natürlich noch nicht gekommen. Doch, aber Susanne hat's verboten. Siehst du Susanne irgendwo? Nein. Na also. Konstantin von Lahnstein? Hi, kannst du mich mal bitte von meiner begriffsstutzigen Schwester retten? Graf Lahnstein, das Fernsehteam wäre soweit. Ja, hervorragend. Von unserer Seite aus alles vorbereitet? Selbstverständlich. Sehr schön. Mein erster Auftritt als Chef der Holding, das muss sitzen. Wie sehe ich aus? Ja, sagen Sie ruhig, hervorragend. Graf Lahnstein, Sibylle Sturm von Business TV. Wir sind der führende Wirtschafts- und Finanzkanal. Sehr erfreut, Ansgar von Lahnstein. Ja, wir sind schon sehr gespannt, was Sie unseren Zuschauern über die aktuelle Entwicklung der Holding zu berichten haben. Oh ja, da gibt es in der Tat einiges zu erzählen. Ja, seit der Vater Sie zum Chef der Holding gemacht hat, hat sich in der Tat einiges getan. Ja, das können Sie laut sagen. Auf Platz. Ja, in aller Munde sind vor allem diese unglaublichen Erfolge, die Sie am Aktienmarkt erzielt haben. Es wäre schön, wenn Sie uns darüber mehr verraten würden. Ja, natürlich, Ja? gern. Ah, ja. Ja. Können wir anfangen? Graf Lahnstein, Sie werden jetzt schon als der Aufsteiger des Jahres 2006 gefeiert. Erzählen Sie doch bitte unseren Zuschauern, wie Sie in der kurzen Zeit so enorme Gewinne erzielen konnten. Also zunächst einmal möchte ich betonen, dass ohne die Arbeit meines Vaters und das enorme Engagement meiner Schwester die Holding natürlich nicht das wäre, was sie heute ist. Ja, das ist schon eine Umstellung für mich, vom Hubschrauberpiloten zum Kneipengeschäftsführer, aber ich bin ganz zuversichtlich. Danke. Meine Frau ist übrigens sehr froh, Sie als Nachfolger von Cécile hier zu haben. Hallo, Herr Brandner. Bist du auf der Flucht? Andi wohnt wieder bei uns. Ja, ich weiß. Nicht sehr schön für dich. Ich traue mich kaum noch aus meinem Zimmer, wenn ich weiß, dass er da ist. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe... Du musst an Robin denken, kann ich mir vorstellen. Coco, es klingt so hart, aber Robin hat sich gegen dich entschieden. Und ob Andi nun in der WG wohnt oder nicht, du musst langsam anfangen, dich mit dieser Trennung abzufinden. Es fällt mir aber so schwer. Natürlich, Mädchen, es ist schwer. Aber Robin kommt nicht mehr nach Düsseldorf zurück. Willst du ab sofort dein Leben damit verbringen, ihm nachzutrauern? Coco, du musst einen Schlussstrich ziehen. Neu anfangen. Blick nach vorn.
Eigentlich ist Paul gar nicht so ätzend. Komm, das war wohl ein ganz normaler Freundschaftsdienst, oder? Vorsicht, Anne und Susanne verstecken sich in der Küche. Sehr witzig. Nein, meine Großeltern sind unterwegs und Susanne ist mit deiner Schwester bei irgendeinem Kunstding oder so. Und Paul? Er holt sich von mir. Paul? Nein, Paul ist weg. Ihr habt das ganze Haus für euch. Gehst du zum Training? Nein, ich treffe mich mit einem Kumpel. Ja, danke nochmal. Kein Ding. Ciao. Tschüss. Ciao. Also der ist aber eilig. Manchmal ist Paul echt komisch. Komm, wir gehen hoch. Hey. Dein Mathezeug liegt noch hier. Ja, und es wird auch bestimmt ganz brav da liegen bleiben. Ja. Lisa, wenn du die nächste Mathe-Klausur wieder verhaust, können wir uns überhaupt nicht mehr sehen. Ach Mann, warum bist du immer so vernünftig? Weil ich tierisch in dich verliebt bin und dich ganz gerne mal wieder einen ganzen Nachmittag lang sehen will. Und nicht nur auf dem Schulhof. Komm, ich erklär's dir, ist gar nicht so schwer. Und danach? Danach belohnen wir uns. Okay. Danach. Es ist 15 Uhr. Oh, Mist. Das Interview. Also geschäftlich könnte es im Grunde kaum besser laufen. Ja, die Zahlen sprechen für sich. Aber uns interessiert natürlich auch der private Ansgar von Lahnstein. Also auch dem könnte es im Moment nicht besser gehen. Das heißt, Sie sind nach wie vor mit Nathalie Kepler liiert. Ja, wir sind verlobt und offen gesagt, ich kann es kaum erwarten, sie endlich zu heiraten. Das klingt ja fast nach einem öffentlichen Heiratsantrag. Nun, wenn Sie so sehen wollen, ja. Gibt es denn möglicherweise noch Bedenken, dass Ihre Verlobte sich in letzter Sekunde umentscheiden könnte? Das hoffe ich natürlich nicht. Ich könnte sie allerdings auch nicht verübeln. Wieso nicht? Nun, ich bin sicherlich nicht besonders pflegeleicht. Ich habe ständig einen vollen Terminkalender, bin gestresst und sicherlich auch manchmal unausstehlich. Nathalie dagegen ist... Ist die absolute Traumfrau? Ja, sie ist witzig, charmant, intelligent und vor allen Dingen, sie ist ehrlich und konsequent. Und dafür liebe ich sie über alles. Ehrlich und konsequent. Wenn du wüsstest. Was hast du denn vor? Mir ein neues Zimmer suchen. Darf man noch fragen, warum? Hey. Verstehe, da kommt die Antwort. Andi zieht wieder aus. Echt? Ja, wo bleibt der Jubelschrei? Ich zieh nicht wegen Coco aus. Sondern Egal. Und wo willst du hin? Ich kann bei ein paar Kumpels schlafen, die haben noch einen Platz frei. Andi, warte. Ja, die Wäsche. Bitte bleib hier. Ich dachte schon, du kannst meinen Anblick nicht mehr ertragen. Ja, aber es bringt auch nichts, wenn Sie uns ständig aus dem Weg gehen. Vor allem ändert das nichts. Das mit Robin und mir ist Vergangenheit. Ich muss lernen, damit klarzukommen und dazu brauche ich Freunde. Gute Freunde, wie dich. Vergessen wir einfach, was war, okay? Du meinst, alles löschen? Festplatte und so? Aber diesmal virenfrei. Klar. Oh cool, das ging ja schnell. Danke. Und meine Bezahlung? Das habe ich total vergessen. Und danke dir nochmal. Tschüss. Tschüss. Was hat er denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich meine, Ansgar macht dir eine große Liebeserklärung. Er organisiert für dich Traumreisen. Er macht dir Komplimente. Und du müsstest eigentlich am besten wissen, warum ich damit ein Problem habe. Hey, es war nur einmal. Nur ein einziges Mal. Ja, und Ansgar hat nicht die leiseste Ahnung. Und dein schlechtes Gewissen, das hält langsam niemand mehr aus. Gregor, Ansgar hat mir gerade in einem Fernsehinterview eine mega Liebeserklärung gemacht.
Er hat meine positiven Seiten runtergebetet. Vor allem meine Ehrlichkeit. Du lügst ihn doch auch gar nicht an. Du sagst ihm eben nicht alles. Toll. Auch nicht viel besser. Sieh's doch mal so. Eigentlich seid ihr beide ja quitt. Er hatte diesen netten Abend, diese Dame und du mit mir. Hoffe ich jedenfalls. Warum willst du das alles unnötig aufs Spiel setzen? Er würde sich sofort von mir trennen, oder? Ich bin froh, dass ich den Parkschein noch gefunden habe. Dabei hätte ich dich doch so gerne mitgenommen. Oh, ich weiß. Mach's gut. Tschüss. Paul! Hallo, Carla. Ich dachte, du lernst mit Lisa Mathe. Ja, das habe ich auch. Jetzt möchte ich noch in die Ausstellung. Ich muss morgen ein Referat in der Schule halten. Wieso hast du mir das vorhin nicht gesagt? Ich wollte euch den Nachmittag nicht vermasseln. Du bist ja süß. Sag mal, brauchst du vielleicht eine kompetente Begleitung für die Ausstellung? Die dir danach bei einer Cola noch die ein oder andere Frage beantwortet? Du? Ja. Ich habe doch gesagt, dass ich mich bei dir revanchiere. Also, warum nicht jetzt? Hi. Tut mir leid, diese Sturm hätte am liebsten noch einen Mehrteiler mit mir gedreht. Schon in Ordnung. Und, hast du das Interview gesehen? Das war total... Peinlich, daneben, übertrieben? Nein. Hör zu, Nathalie. Ich weiß, das klingt alles total kitschig, aber du bist der erste Mensch in meinem Leben, der mich so akzeptiert, wie ich bin, der nicht versucht, irgendwie an mir rumzudoktern. Und ich musste das einfach sagen. Ich habe mich so gefühlt. Außerdem hast du mir sogar diese unsägliche Geschichte mit diesem Callgirl verziehen. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass du mir sowas nie antun würdest. Naja, aber ich verspreche dir, ab jetzt gibt's keine Geheimnisse mehr. Ich werde immer ehrlich zu dir sein. Das ist ja schließlich auch das Wichtigste in der Ehe. Ansgar, ich muss dir was sagen. Was denn?